liebe Freunde unseres Kanals, dann fahren wir mal von Seychal aus los zu unserem Haus. Dann können wir auch gleich mal sehen, wie lange die Fahrt so dauert. Weil wir wollen später auf jeden Fall des Öfteren hier nach Seychal zurückkommen, weil es eben so schön hier ist. Für einen Snack und was zu essen. Ja. Und um die Kollegen wieder zu treffen, um neue Kollegen zu finden und so. Ja, das werden wir jetzt mal abmessen so ein bisschen. Ja, wir hoffen, dass ihr uns auf der Fahrt begleitet. Es werden einige Tunnel kommen, aber auch einige schöne Ausblicke. Ja, fahren wir mal los. Die Ebbe kippt bald, und mit der Flut kommen dann die Wellen und die bringen dann die Fische wieder nah an die Küste. Du kennst dich auch mit den Fischen aus? Ja, so ein bisschen, ne? Und ich meine, im Endeffekt ist das auch ja, Logik und so, ne? Und gefischt habe ich ja früher auch mit meinem Vater auf Hochsee. Ja, das auf jeden Fall. Aber ein Stück Land dazu ist dann schwierig. Ja. Vor allen Dingen hier unten an der Küste. Da findet man nichts. Oben in den Bergen, oberhalb von Seychal, findet man schon Landstücke. Auch mit Ruinen zum Ausbauen oder mit schon ausgebauten Häusern findet man dort schon. Aber dann muss man halt auch ein bisschen auf die Meeressicht verzichten. Man muss sich Häuser angucken, wenn man vorhat, sich hier was zu kaufen, und dann merkt man schon. Ein bestimmtes Haus mit dem Stück Land gefällt. Wir hatten ja schon erzählt. 12 Tage waren wir auf der Insel. In diesen 12 Tagen haben wir 25 Häuser besichtigt. Ja, oder hatten vor 25 Häuser zu besichtigen, aber während unseres Aufenthaltes konnten wir schon teilweise Häuser aussondern, die wir dann halt nicht besichtigen wollten und so. Aber wir haben uns zu Hause intensiv damit beschäftigt. Ja, auf diversen Seiten, wie ja, Idealista und Co. Die Immobilien zusammengesucht. Müssen wir schon eine Stunde rechnen. Also ich denke, die normale Schnellstraße ist auch schön. Ja, fahren wir die. Machen wir später. Wir wollen ja beim Haus noch einmal beim Garten die Grenzen abgehen und genau schauen, ja, was auf welchen Parzellen wächst bei uns. Ich bin mir nicht so ganz klar, genau wo es aufhört und anfängt. Das riesige Grün
wühlen uns dort durch die Kreisverkehre. Und dann die Nordküste entlang zu fahren. Zum neuen Heim. Die ganz alte Straße. Ja. Also es gibt die ganz uralte Küstenstraße, die ist meistens schon gesperrt. Und dann halt die normale Straße, die ER. Was heißt das schon? Auf der wir jetzt sind. Ja, nein, es gibt noch eine die andere alte Straße. Ja, die bei uns oben am Haus vorbeigeht. Die Ja. E101. Das jetzt ist ja. Schnell. Nein, das ist zwar die Schnellstraße, aber auch nicht die Autobahn. Aber ich glaube, das hier ist auch die E101. Ja, dann wurde sie ein bisschen ausgebaut. Ja. Ja, jetzt kommen wir aus der Gemeinde Porto-Munich raus und fahren in die Gemeinde São Vicente. Oder in die Region. Falls ihr den heutigen Tag verfolgt habt oder den ihr schon kennt, hier in São Vicente hat man die Möglichkeit, halt die Nordküste entlang zu fahren oder zur Südküste durch den langen Tunnel zu stoßen. Nach Ribeira Brava. Ja, die Infrastruktur, die wird immer besser hier. Klar, Tunnel sind jetzt nicht so ästhetisch, aber wenn man dafür natürlich 80% der Zeit für den Weg einsparen kann, ja, da muss man halt ökonomisch denken.
wir auf jeden Fall noch viel in Arco de Saint-Georges sehen können. Auch ein tolles Städtchen in dieser, ja, Bucht. Aber dann trotzdem den Vulkan hinauf gebaut. Es scheint auch eine Caldera, eine alte Caldera zu sein.
Oh. Da hätte der Verlierer sofort festgestanden. Ja, das ist auch nochmal so ein kleiner Fingerzeig an alle Normaltouristen, die einen Leihwagen auf Madeira gemietet haben. Sobald uneinsichtige Kurven sind, fahrt vorsichtig, fahrt vorsichtig. Ihr könnt auf einmal vor einem Bus stehen oder so. Und wenn man dann etwas zu schnell ist, ist das nicht so angenehm. Und dann gibt es noch die Touristen, die gar kein Leihauto mieten. Ja, das ist mir völlig unverständlich. Was die alles verpassen. Sitzen dann in ihrem Hotel in Funchal. Ja, Halt vom Strand zur Bar, ja. Hotelzimmer und wieder zurück. Für uns ist das hier sehr entspannt. Der Rekord liegt, glaube ich, im Moment noch bei 1840 Kilometern in 12 Tagen. Ja, aber da waren wir auf der Suche nach Häuschen. Ja. Sind Adressen abgefahren und an dieses Ende der Insel dort etwas anschauen. Dann wieder dorthin. Ja, ja, ja. Ja. Da haben wir ja so viel Bonus auf den Kilometer oder auf den Benzin gemacht, dass das teure Auto sich quasi bezahlt hat. Ja, ja. Wir haben uns ein etwas teureres Auto gemietet. Aber dadurch, dass das teure Auto halt nur 6 Liter gefressen hat auf 100 Kilometer. Ja, ja. Macht sich dann schon bezahlt. Und sie waren natürlich auch schnell. Und schnell. Also auf den Autostraßen. Hier kann man ja gar nicht schnell auf diesen Hauptstraßen. Ganz anderes Gefühl. Also ich vergleiche das manchmal so, besonders in den nasseren Monaten, mit dem Grün, was so auf Irland zu sehen ist. Irland hat ja auch ein ganz anderes Grün. Wenn man da in Landschaften steht, ja, ganz anders. So, jetzt müssten wir gleich zum Tunnel kommen. Hier ist alles neu, ja, hier ist komplett. Oh, und den Tunnel haben sie auch neu gemacht. Aber nicht Oha. weiter. Doch schon. Schon ein bisschen Ja, weiter. 2 Autos haben den Platz. Und befestigt und so haben sie hier alles. Hoch ist er auch. Ja, das war früher wirklich einfach nur so ein Höhlenloch, ne, mit offenen Felsen. Und die Straße ist jetzt auch flach. Da gab es teilweise Schlaglöcher. Man konnte hier nur in Schrittgeschwindigkeit durch. Und das war die einzige Verbindungsstraße nach Arco de São Jorge, wo wir jetzt sind. Und hier beginnt halt die Region Santana.
alle Auto fahren. Ja, und wie ihr seht, hier in Arco de São-Jorge ein ähnlich tropisches Klima wie bei uns in Canal de São-Jorge. Aber das ganze Dorf, na, wie soll ich das sagen, senkt sich auch ins Meer. Das heißt, der hintere Teil vom Dorf liegt bestimmt so auf 200, 250 Metern und senkt sich dann so als Caldera ins Meer hinunter. Und unten am Meer gibt es dann ja auch noch Häuser. Und hier wächst auch alles. Einfach explodiert. Und hier können wir euch auch ein Hotel empfehlen, was sehr, sehr cool ist. In so einem alten englischen Stil. Weniger ein Hotel, sondern mehr so ein Apartment, Wohnanlage, Haus, Wohnanlage im englischen Stil. Sehr, sehr schön. Ja, da bist du jetzt hier links, aber ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Ortschaften habt, stellt sie. Ja, dann musst du noch sagen, wie das Hotel heißt. Ja, soll ich? Ja, oder nicht? Da mich nicht mehr dran erinnern. Ah. Hotel Las Hortensias. Genau. Mit Hortensien. Ja. Quinta das Hortensias. Das, Quinta oder Hotel Las ja, das Hortensias. Sehr schön. Sehr schön. in Arco de São-Jorge. Eine nette, gestresste Hotelbesitzerin. Ja. So. Nee, nee, nee. Nee, nee. Gas, Gas. Oh. Jetzt. Das hat mich schon überholt. Ist okay. Ja, das Blinken hat mich jetzt beim Schalten durcheinander gebracht. Ich musste mich ja bedanken, ne? Das haben wir davor vorgelassen. Aber dann hast du geblinkt. Ja, das macht man so. Ach so. Ja. Und anschließend schaltet man sich. Ich habe mich nicht verschaltet, ich wollte absichtlich in den ersten. Ach so. Ach, sei doch still, sei nicht so frech. Oh Mann, Ne? jetzt. Ja, solche Situationen, auf die muss man gefasst sein hier auf Madeira. Dass dann Autos einem entgegenkommen, die auch ein bisschen auf der anderen Spur sind. Da Und muss so. man einfach drauf gefasst sein, wenn sich der Ball verschaltet, dann steuern. Ja, ja, pass mal auf, du. Ne, sag mal nicht so frech. Das hatten wir schon. Jetzt einfach nicht so. Tatsächlich. Ja, Okay. so vor 30 Sekunden. Okay. Dann sei mal nicht so frech, ne? Ja, ja. Das mit den Kurvenfahren. Sei mal nicht so frech, ne? Ich würde ja gerne, aber ich darf ja nicht. Ja, da habe ich gestern Abend noch dran gedacht. Oder? Dass du mal fahren könntest. Ja. Und dann hast du es auch abgestempelt und abgegeben. Nee, wirklich. Ja. Also ich hätte kein Problem damit hier zu fahren, aber nur wenn du daneben bist. Ja, schon. Dann ist es gut, ich genieße hier und schweige. Nee, schweigen muss ja nicht. Ne? Schweigen muss ja nicht, aber das ist für mich, ja, ich weiß auch nicht, etwas nerven, vor allem wenn ich dann auf einmal auf dem Beifahrersitz sitze und in den engen Straßen und so. Aber ich habe Nerven wie Stahlseile. Ja, ich auch, solange ich fahre. Ja, dann fahren. Schnucki, ich will diskutieren, dass... Es ist abgeschlossen, ist okay. Gut, jawohl, geknickt, gelocht, abgeheftet. Ich genieße